Die Ausgangslage war so, dass es aus dem Bereich der Leibniz-Universität eine Masterarbeit gab, die den Werdegang von Walter Dux sehr genau recherchiert hat. Daraufhin hat der Senat auch auf Anregung unseres ehemaligen Präsidenten, Herrn Professor Barke, angeregt, eine Senatsarbeitsgruppe einzusetzen. Diese Arbeitsgruppe bestand aus einer Reihe von Personen, Juristen, Archivar war dabei, Historiker waren dabei. Ich selbst bin organischer Chemiker, also passe gar nicht in der Reihen. Allerdings war der Senat der Auffassung, dass es wichtig ist, dass auch ein Senatsmitglied, in diesem Falle sogar der Sprecher des Senates, Mitglied dieser Arbeitsgruppe ist. Wir haben dann diesen Senatsbeschluss so aufgefasst, dass er über die Hochschullehrer, über die Ehrenvergaben, Promotionen und ähnlich, auch die Studenten mit einbezieht. Denn das wurde auch klar, dass das ein besonders heikles Feld noch war. Und da sind wir eigentlich inzwischen auch in gewissermaßen stolz drauf, weil wir da ein gewisses, ja, Alleinstellungsmerkmal will ich jetzt nicht sagen, aber doch in der vordersten Front sind mit der Aufarbeitung der Beeinträchtigungen sämtlicher Hochschulangehöriger. Nachdem nun die Fakten auf dem Tisch lagen, und das waren teilweise sehr drastische Befunde, die da getätigt wurden, wir haben dann überlegt, gemeinsam mit der Hochschulleitung, wie kann man dem gerecht werden, zumal es auch noch Angehörige der betroffenen Personen gibt, die am Leben sind. Da haben wir hin und her überlegt, was man tun kann, und daraus wurde dann die Idee geboren, eine Gedenkveranstaltung zu machen. Es sind ja auch sehr viele Angehörige von damals Betroffenen angereist, teilweise von sehr weit her. Also wir hatten Gäste aus Mauritius und also aus Amerika und wo auch sonst her. Und es war eine sehr würdige Atmosphäre auf jeden Fall. Also eine sehr gut gelungene Veranstaltung, die, glaube ich, auch den Angehörigen gut gefallen hat. Der zweite Schritt war ja gewesen, zu gucken, wer war denn begünstigt überhaupt in der Zeit. Das haben wir dann 2016 zu dieser ersten Publikation zusammengefasst, diese beiden Teile. So, dass wir auf jeden Fall damit das so abgerundet hatten, die Zeit zwischen 33 und 45 zu begutachten. Also die Herausforderung weniger als Archivar, das war natürlich sehr umfangreich, die Aufgabe des Archivars, aber ich bin ja studierter Historiker und als Historiker hat mich das natürlich noch fast ein bisschen mehr interessiert als als Archivar. Und die Hauptherausforderung war eigentlich die Einschätzung einzelner Personen, weil es eben nicht schwarz und weiß gibt, Täter und Opfer, wie man so schön sagt, sondern es gab eben auch Graustufen und da eben bei jeder einzelnen Person auch dem Ganzen gerecht zu werden, das war schon das Anspruchsvollste, würde ich sagen. Ich denke, es stand immer, die Arbeit an der Sache stand unglaublich im Vordergrund. Wir haben alle gemeinsam sehr, sehr viel gelernt. Nicht einfach nur, dass wir Akten gelesen haben und an Dinge herangetreten sind, die sehr lange in Schränken gelegen haben, wo vorher niemand dran gewesen ist. Das ist natürlich auch der Fall gewesen, aber wir haben unsere Fragestellungen präzisiert. Wir haben gemeinsam Kategorien gefunden. Wir haben uns auf Begriffe geeinigt, wie wir damit umgehen wollen. Wir haben geguckt, was machen andere Universitäten, was können wir, wo können wir auch Vorbild sein. Meine Rolle habe ich in besonderer Weise darin gesehen, die juristischen Vorarbeiten, die es im Bereich, hier ist juristisch gesprochen, des Beamtenrechts, der KZ-Prozesse und so weiter, ja durchaus gibt, die deutlich mit einzubringen. Es wurde relativ schnell klar, dass es, wie ja fast immer bei historischer Forschung, mehr zu erforschen gibt, als man am Anfang so das Feld absteckt. Darum hat es auch vielleicht dann auch länger gedauert, als wir uns das zu Beginn auch gedacht hatten in dem Feld. Aber es ist dann doch wichtiger, gründlich zu arbeiten. Und wenn man schon mal einen solchen Auftrag besitzt und wenn man eine solche gut arbeitende Kommission, eine solche Arbeitsgruppe gebildet hat, dann eben auch ein bisschen ausführlicher sich damit zu befassen, auch mehrere Runden und Schleifen zu drehen und dann tatsächlich auch die Gründlichkeit, die Sorgfalt deutlicher in den Vordergrund zu rücken, als schnell fertig zu werden. Das hatten wir auch schon im letzten Kapitel des ersten Bandes angedeutet, dass es durchaus sinnvoll ist, weiter zu gucken. Und ja, wir haben das dann eben auch diskutiert, also die Zeit nach 45 in Angriff zu nehmen und waren natürlich zuerst auch alle zusammen ein bisschen skeptisch wegen der großen Menge.
Und weil eben bei diesen Leuten, die wir zwischen 33 und 45 angeguckt hatten, da hatten wir alle Akten hier im Prinzip, mussten ein bisschen in Berlin noch gucken, im Bundesarchiv, und das war es dann auch. Und es gab ja auch da schon Vorarbeiten zu. Ich denke, das wäre völlig verfehlt gewesen, wenn am Ende tatsächlich nur gedrucktes Papier entstanden wäre. Das ist wichtig. Das ist die solide Grundlage, das muss sein. Ohne dies wäre es nicht gegangen, denn das ist wissenschaftliche Arbeit. Denn selbstverständlich müssen die Ergebnisse auch zurückverfolgbar sein. Es müssen die Quellen genannt werden, die Unterlagen, die Literatur. Es muss erkenntlich sein, wo, an welcher Stelle wir auch mit uns selber ringen, zu welcher Deutung, zu welcher Interpretation wir kommen. Das kann man eigentlich nur in einer Publikation. Aber es muss nebenher und drumherum für andere Interessenten auch ein Angebot geschaffen werden. Und das war tatsächlich auch so ein bisschen, waren die Dinge, wo ich auch ein bisschen genauer hingeguckt habe, wo ich denke, dass alle Beteiligten, weil es ja in dem Sinne nur wenige Vorbilder gab oder die Vorbilder ja nie so richtig zu unserem Fall der Technischen Hochschule oder jetzigen Technischen Universität passten, wo man auch neue Wege gehen musste. Das hat noch keine Universität gemacht, sich die Zeit nach 45 anzugucken. Da gibt es vereinzelt Arbeiten natürlich, aber nicht speziell damit, wie war denn die NS-Belastung von unseren Professoren. Das ist also sozusagen Pionierarbeit gewesen. Ich bin ein bisschen traurig eigentlich, dass Herr Jung jetzt fertig ist mit seinem Buch, weil es gibt bestimmt auch noch weitere Themen, die in dem Umfeld interessant wären, die wahrscheinlich nicht mehr so intensiv, jedenfalls nicht von Seiten der Hochschule, dann vielleicht von einem Doktoranden oder so, untersucht werden, wo ich natürlich als Archivar dann auch wieder gefordert bin. Aber so die Arbeit in der Arbeitsgruppe, die hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, und besonders diese etwas kontroverseren Diskussionen, wo man sich so tief in die Materie einarbeiten musste, das war schon sehr, sehr schön und für einen Historiker einfach das, was man eigentlich irgendwann mal im Kopf hatte, als man damit angefangen hat. Ich glaube, dass das, was erarbeitet worden ist, ein Beitrag zur Identität der Leibniz-Universität Hannover ist. Die Identität dieser Hochschule erschöpft sich nicht in den beachtlichen Erfolgen in Forschung und Lehre, Studium und Weiterbildung, sondern auch in einem transparenten Verhältnis zur Vergangenheit. Von daher hoffe ich, dass die Identität der Leibniz-Universität Hannover hier eine wichtige Facette zusätzlich erhalten hat. Es ist keine vergangene Vergangenheit, aber wir können uns nur wirklich zu ihr verhalten, wenn wir die Zeitepoche 33 bis 45 gut kennen, aber auch wenn wir wissen, was danach gelaufen ist und wie sich die unmittelbar Beteiligten zu ihrer eigenen Verantwortung gestellt haben und wie wir heute mit unserer eigenen Verantwortung umgehen. Der Mensch ist nicht nur gut, er ist auch böse, und das kriegt man hier in einer zum Teil doch hoch erschütternden Weise vor Augen geführt, und erschütternd auch deswegen, weil man ja vergleichsweise doch eine schichtenspezifisch besonders gebildete Gruppe hat, die also ihren Goethe im Schrank hat und Ähnliches, und dann, wenn es hart auf hart geht, im Grunde auf solche humanen, auch Wahrheit und Ähnliches schlicht pfeift. Ja. Und das ist schon erschütternd. Es soll natürlich ein Beitrag sein, der auch eine Mahnung ist, der mit dazu beitragen soll, dass sich derartiges nicht wiederholt. Auch Tendenzen gilt es frühzeitig zu erkennen. Und es ist letztlich ein Beitrag auch zum Gedenken derer, die unter den Nazis haben leiden müssen.